Hallo und willkommen. In dem Video geht es um einen guten elektronischen Regler für die 6 Volt Gleichstromlichtmaschinen von M72, K57 oder den alten 6 Volt Urals und Dneprs. Dieser Regler ist ein Regler mit Strombegrenzung, mit einer echten funktionierenden Strombegrenzung. Da habe ich wirklich lange gesucht, endlich mal einen geeigneten in die Finger zu bekommen. Es gibt ja leider am Markt einige elektronische, auch bekannte, die keine Strombegrenzung haben und dadurch oft die Lichtmaschine überlasten und dadurch kaputt machen. Das ist der Regler AEV 0360 von der Firma AEV aus der Tschechischen Republik. Das ist eigentlich ein Regler für Java- und CZ-Motorräder, aber auch die haben 6 Volt Gleichstromlichtmaschinen mit einer minus geregelten Feldspule. Also das passt ideal auch für die alten 6 Volt G414 Lichtmaschinen. Ich habe hier einen Testaufbau. Manche kennen den vielleicht schon aus anderen Videos. Ich habe schon einige Videos über Regler gemacht und über Lichtmaschinen. Ich habe hier eine G414 Lichtmaschine. Die wird angetrieben über einen Keilriemen von diesem Elektromotor im Test. Einen 6 Volt Akku, Ampermeter und Voltmeter, um mir die entnommene Spannung und den entnommenen Strom anzuzeigen. Und hier mit diesem Bosch-Tester belaste ich das System. Ich kann hier über den Schieberegler und diesen Einstellungen der Brücken und der Steckanordnung kann ich hier den Messbereich wählen oder den Prüfbereich, Belastungsbereich. In dem Fall 6 Volt, so circa ungefähr bei 30 bis 70, 75 Watt. In diesem Bereich, das sind die roten Zahlen. Und ungefähr hier bei 60 Watt, in dem Bereich sollte der Regler eigentlich dann knicken und die Spannung herunterregeln, um die maximale Ausgangsleistung auf plus minus 60 Watt zu begrenzen. Hier ist natürlich der Regler. Das ist eine Ladekontrollleuchte, die habe ich angeschlossen. Und über das Klemmenbrett und diverse Kabel ist das Ganze miteinander verkabelt. Zur genauen elektrischen Beschaltung vom Regler komme ich dann später im Video. Der Regler hat einen kleinen Nachteil, er ist nicht anlaufend ohne Batterie. Also der braucht immer eine Batterie, um elektronisch in die Gänge zu kommen, damit er die Masse auf die Feldwicklung der Lichtmaschine durchschaltet. Das ist nur dann ein Nachteil, wenn ich zum Beispiel bei leerer Batterie anschleppen oder anlaufen möchte. Das geht halt nicht. Es gibt die Möglichkeit, über eine Relaisschaltung das zu beheben. Hier habe ich jetzt mein Ampermeter für den entnommenen Strom und hier mein Voltmeter für die Bordspannung. Jetzt kommt der Test. Ich schließe die Batterie ans System. Das zeigt mir jetzt meine Batteriespannung an und den aktuell entnommenen Strom aus der Batterie. Also das Ganze hängt ja an dem Widerstand, der verbrennt einfach Leistung und die Ladekontrollleuchte leuchtet. Wenn ich jetzt die Drehzahl einschalte vom Motor, sieht man, hört sie langsam auf zu leuchten und sobald hier die Spannung steigt, merkt man, der Generator arbeitet. Jetzt kann ich auch die Batterie abstecken, damit das System wirklich nur von der Lichtmaschine läuft und mir das Messergebnis nicht verfälscht. Und jetzt muss ich natürlich mit der Drehzahl hochgehen, damit die Lichtmaschine auch ordentlich Leistung bringen kann. Und sehe jetzt auch die maximale Spannung, wo der Regler aufhört zum Regeln. Also bei ca. 7,4, eine Spur drüber Volt, regelt die ab. Jetzt belasse ich das System, also mit immer mehr Leistung. Man merkt, dass der Amperewert hochgeht. Jetzt haben wir schon 7 Ampere. Die Ladespannung ist noch immer so hoch, dass es die Batterie lädt. Jetzt sind wir 8 Ampere. Jetzt sind wir knapp bei 7 Volt und 8,3 Ampere. Und jetzt müsste langsam der Moment kommen, wo die Kennlinie knickt.
Das ist passiert jetzt gerade. Jetzt regelt er die Spannung runter auf 6 Volt, damit er die maximale Leistung begrenzt. Und auch wenn ich höher gehe, regelt er unter 60 Watt, sogar deutlich unter 60 Watt. Ja, es sind deutlich unter 60 Watt. Also man hat schön gesehen, der Regler begrenzt eindeutig den Strom und dadurch die genommene Leistung sogar deutlich unter 60 Watt. Also das waren, ich werde es dann einblenden ins Video, mir genau ausrechnen, aber das waren deutlich unter 60 Watt. Man merkt, der Regler wird warm. Ich vermute, die Strommessung erfolgt durch einen Shunt, der natürlich eine Abwärme produziert. Und das heißt, man soll den Regler sicher auf einen Kühlkörper montieren oder, wenn man ihn zum Beispiel in so alte Gehäuse einbaut, auf dem Metall befestigen, damit die Abwärme über das Gehäuse abgegeben wird. Der Regler ist ja wunderbar klein. Der ist 4 cm breit, 2 cm tief und ca. 5,5 cm lang mit den Schraubklemmern. Ich habe jetzt meinen Messbereich geändert auf diese Werte hier zwischen ca. 70 und 150 Watt nomineller Belastung bei 6 Volt. Nominell heißt theoretisch, praktisch werde ich das nie schaffen. Stecke wieder die Batterie ein. Jetzt sieht man gleich, ich ziehe jetzt schon 8 Ampere und drehe den Motor an. Stecke wieder die Batterie aus. Wir sind jetzt schon runtergeregelt. Und auch wenn ich noch weiter belaste, geht er mit der Spannung noch weiter runter. Jetzt zum Beispiel 13 Ampere und er hat auf unter 5 Volt geregelt, um die Lichtmaschine nicht zu überlasten. Nun zur Beschaltung von dem Regler. Ich habe mir schon erlaubt, die russischen Bezeichnungen, die zu diesen Bezeichnungen passen, da drauf zu schreiben. Also wir haben Scha für die Feldwicklung, B für Batterie Plus und Ja für die Plusseite der Lichtmaschine. Und dieses schwarze Kabel hier, das ist die Masse. Also nicht verwechseln mit dem Anschluss M. Der heißt zwar M, steht aber nicht für Masse, sondern der steht für die Feldwicklung. Und das Gehäuse ist auch Masse. Das kann man verbinden. Ich habe das mal rausgezeichnet. In der normalen Version ist ja das Ganze nicht selbstanlaufend, wie ich schon vorher erklärt habe. Da schließt man einfach von der G414 Lichtmaschine den Anschluss Scha an diesen Anschluss Scha vom Regler, dann den Anschluss Ja an den Anschluss Ja oder D-61 von dem Regler. Die Ladekontrollleuchte ist geschaltet zwischen dem zweiten Anschluss von D61, die zwei sind parallel, also das ist egal, welchen man verwendet, und geschaltet in Batterie Plus. Hier ist mein Akku 6 Volt, minus eine Masse natürlich, plus über den Zündschalter verbunden mit dem Bordnetz und plus an B oder eben B-51 vom Regler. Das ist die normale Beschaltung. Da ist der Regler nicht selbstanlaufend, aber das ist in den meisten Fällen kein großes Thema. Wenn man ihn selbstanlaufend möchte, muss man ein Relais dazu bauen. Die Schaltung ist im Großen und Ganzen wie die vorher gezeigte, nur mit dem Unterschied, es gibt jetzt hier ein Relais und dieses Relais ist stromlos geschlossen und verbindet mit dem Feldspulenanschluss hier, Scha,
verbindet es mit Masse im geschlossenen Zustand. Und erst wenn, ich würde sagen, so ungefähr bei 4 Volt, 4 Volt zwischen Masse und dem Anschluss Ja von der Lichtmaschine, also erst wenn die Lichtmaschine wirklich schon 4 Volt bringt, also arbeitet, erst dann soll das Relais anziehen und diese Verbindung öffnen. Und dann erfolgt wie normal die Regelung nur vom Regler. Ich denke, das ist ein bisschen kritisch. Man muss wirklich prüfen, bei welcher Spannung das Relais öffnet. Wenn es zu früh öffnet, vielleicht erst schon bei 2-3 Volt, dann kann es sein, dass die Lichtmaschine noch nicht so richtig läuft oder die Spannung nicht hoch genug ist, dass die Elektronik hier drinnen zum Arbeiten anfängt. Wenn es bei einer zu hohen Spannung öffnet, also zum Beispiel bei 5 oder 6 Volt, kann es im ungünstigsten Fall sein, dass wenn ich die Lichtmaschine schon überlaste und der Regler eigentlich schon runterregelt auf eben, sagen wir, unter 5 Volt und dann aber das Relais schließt, dann würde es wieder automatisch die Lichtmaschine voller regen. Das heißt, wenn die Einschaltspannung von dem Relais zu hoch ist, dann würde das eigentlich die Stromregelung vom Regler außer Kraft setzen. Also ein bisschen heikel. Ich würde mal, ja, ich würde sagen 4 Volt. 4 Volt würde ich machen. Wenn es bei einer zu niedrigen Spannung schon schaltet, kann man einfach einen Vorwiderstand einbauen. Hier ist auch nochmal kurz Informationen über den Lieferanten. Also das kommt von AEV und ist der Typ 0360 für 60 Watt. Bekommt man online bei tschechischen und slowakischen Händlern um wenig Geld. Also der ist auch sehr preisgünstig, der Regler. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like. Und falls ihr noch nicht mein Abo habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Danke, Servus, grüß euch.